Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder, wie das sogenannte Maximalhaltbarkeitsdatum MMHD auch sagen würde, hey Leute, ihr müsst das mit meinem kleinen Bruder, dem Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht so ernst nehmen. Erst einmal ist das nur ein Richtdatum und viele Sachen sind gerade auch danach noch genießbar. Könnt ihr euch zum Beispiel noch an die Untersee-Expedition erinnern, wo ein 500 Jahre alter Wein gefunden und dann von Weinkennern verkostet wurde? YOLO, you only have a labor once. Oder das andere Mal, als Archäologen ein Grab öffneten und nun die Mumie etwas über dem Mindesthaltbarkeitsdatum war und die so lustige Schimmelpilze eingeatmet haben, aber dafür krass endgeile Selfie schießen konnten? YOLO, you only besitz a lunge once. Also, wenn du nächstes Mal einen Knacker hinten im Obstfach findest, dann beiß da ruhig herzhaft rein. YOLO, you only live once. Vielleicht auch danach nicht mehr. Oder dieses komisch riechende Etwas, das du neulich unter der Couch gefunden hast, noch von der Year2K-Party. Auch das kannst du noch locker, nein. Das solltest du unbedingt entsorgen oder lieber gleich die ABC-Abwehrtruppe der Bundeswehr rufen. Die könnten daraus wenigstens noch ein leckeres Gulasch für unsere Truppen in Afghanistan kochen. YOLO, you only make a lecker Gulasch once. Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt auf Lebensmitteln an, bis wann diese mindestens haltbar sind. Steckt auch irgendwie im Namen drin. Nur heißt das eben nicht, dass der Joghurt um Punkt 0:01 nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Seppuku macht und verdirbt. Ganz im Gegenteil. Wir leben allerdings in einer Wegwerfgesellschaft, wo eben lieber weggeworfen wird, anstatt das vielleicht sogar erst 1 oder 2 Tage abgelaufene Produkt vor dem Wegwerfen noch einmal zu probieren. Und so etwas führt dann hierzu. Noch essbar, aber trotzdem landen sie im Müll. Lebensmittel. Oftmals ein Grund, das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum für viele Kunden fast wie eine Entsorgungsverpflichtung. Meine Mama hat das alles im Blick, so, aber ich achte halt so neben 60 Euro drauf. Und wenn das Datum erreicht ist, was machst du dann? Wegwerfen. Wenn es ein Milchprodukt ist, dann schmeiß ich es schon weg. Solange es nicht grün ist und mit mir redet, kann ich es noch essen. Wegschmeißen, wenn es abgelaufen ist. Wozu das führt, macht diese Zahl deutlich. Jeder Deutsche wirft jährlich 75,2 Kilogramm verzehrbare Lebensmittel in den Müll. So viel wiegen die Deutschen im Durchschnitt. Und immer schön zu sehen, dass das ZDF voll trendy ist und vom lokalen Piercing-Studio in Wanne-Eickel Befragungen durchführt. Aber schauen wir uns einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum etwas genauer an. Das Mindesthaltbarkeitsdatum in Deutschland gibt es seit dem 22. Dezember 1981, denn der Weihnachtsmann hat das den Menschen damals unter den Weihnachtsbaum gelegt, verpackt in der Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Bis dahin starben nämlich jährlich hunderte Millionen Deutsche an verdorbenen Lebensmitteln und die Reste der noch lebenden SPD-Bundesregierung führte damals mit dieser Verordnung das Mindesthaltbarkeitsdatum ein, das dann auch ab 1984 in Kraft trat. Die Ironie der Geschichte, da war das Mindesthaltbarkeitsdatum der SPD bereits schon seit 2 Jahren abgelaufen. Und auch als die Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln 2017 durch die Verordnung (EU) Nummer 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung), bester Strippername ever, ersetzt wurde, da galt die SPD schon lange als ausgestorben. Sinn hinter einem Mindesthaltbarkeitsdatum war es, den Kunden zu schützen. Nicht vor sich selber, sondern vor verdorbenen Lebensmitteln. Wenn man damals an der Fleischtheke stand, etwas, was man heute nur noch im Supermarktmuseum finden kann, hatte man den Vorteil, immer die Lebensmittel sehen zu können und zu erkennen, ob das Steak frisch war oder sich schon in den unglaublichen Hype verwandelt hatte. Bei abgepackten Produkten sah das schon anders aus. Klar, wenn man ein Glas Meerrettich kaufen wollte und der Meerrettich war nicht weiß, sondern schon schwarz, konnte man daran erkennen, dass er vermutlich nicht mehr genießbar und vermutlich noch den Kaiser persönlich kannte. Deshalb wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt, um uns das Einkaufen einfacher zu machen. Nur mit den Jahren wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum immer mehr gleichgesetzt mit dem Verbrauchsdatum. Also zum Beispiel Fleisch, was danach wirklich verdorben und sogar gesundheitsschädlich ist.
Aber mit allen nicht so schnell verderblichen Lebensmitteln kann man eben noch viel mehr machen. Außer jetzt wegwerfen natürlich. Aber der Weihnachtsmann hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Weihnachtsmann ist auf alle Fälle schon Vintage, würde man so schön sagen. Meinst du, den kann man noch essen? Wenn man hier so weiße Stellen hat, ja, dann ist das kein Schimmel. Sondern? Das ist Kakaobutter oder auch Zucker, die sich dann wieder absondern. Aber der hohe Kakaobutteranteil in Schokolade lässt ja die Oberfläche schön, also da kann ja nichts rein. Das ist ich glaube, der riecht doch gut. Die alte Regel, komm, ich beiß ihm den Kopf ab. 2006. Ja, wir leben. Ja. Er ist nicht mehr. Der schmeckt jetzt nicht wie ein neuer, aber es ist kein Grund, ihn wegzuwerfen. Man könnte daraus raspeln auf irgendwelche Desserts. Mikrowelle schmilzen lassen. Man kennt das ja, an Weihnachten bleibt so ein Zeug immer liegen. Kurz in die Mikrowelle, paar Früchte dazu. Die Kinder freuen sich doch. Bisschen reindütschen. Wobei ich jetzt auch nicht ganz so sicher bin, ob nicht der ZDF-Fernsehgarten sein eigenes Mindesthaltbarkeitsdatum auch schon etwas überschritten hat. So etwa 2000 Jahre. Ave Kiwi. Wir werfen im Jahr zwischen 11 und 18 Tonnen Lebensmittel weg. Nur wir als Verbraucher. Obendrauf kommen noch einmal unzählige Tonnen aus der Produktion unserer Lebensmittel. Und das sind nicht nur die vielen Produkte, die letztlich die Supermärkte selber wegwerfen, sondern das sind Lebensmittel wie zum Beispiel Kartoffeln, die nicht perfekt aussehen und die es deshalb nicht in die Supermärkte schaffen, weil wir sie dort nicht kaufen würden. Sei es, weil sie eine hässliche Stelle haben oder aussehen wie 90% der YouTube-Beauty-Kanäle und dann lieber vor Ort entsorgt werden, als dass sie später in den Müllcontainern der Supermärkte landen. Nur gibt es genau hier noch eine Chance, dass diese weggeworfenen Lebensmittel von Menschen gerettet werden. Durch das sogenannte Containern. Das bedeutet übrigens nicht, dass man nun hinter einem Container namenslosen Sex haben kann, wie ich herausgefunden habe, sondern dass Menschen diese Lebensmittel aus dem Müll fischen. Das machen Menschen, die wenig Geld haben, übrigens schon lange bevor es überhaupt Containern hieß, nur ist das in Deutschland verboten. Nur, was ist schlimmer? Jemand, der weggeworfene Lebensmittel aus einem Container holt und sich dabei strafbar macht, oder ein Land wie Deutschland, in dem Menschen darauf angewiesen sind, sich aus diesen Containern zu ernähren. Und ich meine nicht die ganzen scheiß Hipster, die das nur machen, damit sie geile Selfies davon schießen können, auf ihre noch geileren 2000 € teuren iPhone Max Ultra Small Dicks, die das auch nur machen, weil sie es nicht müssten, sondern weil sie glauben, damit cooler zu sein. Sondern Menschen, die am Ende kein Geld haben, um abends mal eine Suppe zu essen, die nicht aus unseren Resten besteht. Und dass wir diese Menschen auch noch kriminalisieren. Dass es aber anders gehen kann, zeigt wieder einmal Frankreich. Auch in Frankreich geht man gegen die Lebensmittelverschwendung vor. Dort steht der Handel im Fokus. Seit 3 Jahren gibt es bei unseren Nachbarn ein Gesetz, das dem Handel verbietet, noch genießbare Lebensmittel wegzuwerfen. Bei Nichteinhaltung droht eine Geldstrafe. Insgesamt kommen jetzt bei der Tafel 20% mehr Lebensmittelspenden an als vor der Einführung des Gesetzes. Das trägt dazu bei, dass in Frankreich nur 1/3 so viel Lebensmittel wie in Deutschland im Müll landen. Wenn ein großer Supermarkt an eine Einrichtung wie unsere Banque Alimentaire Waren im Wert von 100 € spendet, bekommt er von der Steuer direkt 60 € zurück. Und das wäre immerhin ein erster Schritt, um zumindest auf Seiten der Industrie anzusetzen. Allerdings lagert man dann das ganze Problem auch immer mehr an wohltätige Vereine wie die Tafeln aus. Zum einen müssen die dann schauen, wohin mit dem am Ende übrig gebliebenen Müll, und auf der anderen Seite haben wir immer noch viel zu viele Menschen, die auf Einrichtungen wie die Tafeln angewiesen sind. Damit legitimieren wir diesen Zustand immer weiter und anstatt die Ursachen zu bekämpfen, plustern wir diese noch weiter auf. Aber es wird immer noch viele Menschen geben, die sich nicht trauen, bei den Tafeln Essen zu holen, sondern lieber nachts im Schatten der Anonymität Containern gehen, was dann aber keine Lebensmittel mehr bringen wird. Also fassen wir einmal zusammen. Als Kind haben wir schon gelernt, was nicht mehr genießbar scheint, muss in den Müll. Egal ob nun die Haut von der Paprika etwas schrumpelig ist oder Joghurt einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Nur verwechseln wir das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Verbrauchsdatum, das es nur bei Fleisch- oder Fischprodukten gibt, aber nicht bei allem anderen. Außerdem hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Reis, Spaghetti oder Linsen kaum einen Sinn, weil diese Lebensmittel eben nicht nach einem Jahr verfaulen, sondern viele Jahre haltbar sind. Bei vielen allerdings ist das Mindesthaltbarkeitsdatum
eine Art magische Barriere. Davor wäre es Verschwendung, etwas wegzuwerfen. Nach dem Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums ist es aber vollkommen in Ordnung, weil wir wissen, dass dann am Ende niemand vorbeikommt und auf uns zeigt mit den Worten: Komm, ich beiß ihm den Kopf ab. Und wenn sich jemand fragen sollte, warum eigentlich Containern bei uns immer noch verboten ist, dann möchte ich einmal hier den sächsischen CDU-Justizminister Sebastian Gemko mit seinen Worten zitieren. Wir wollen nicht, dass sich Menschen in eine solch menschenunwürdige und hygienisch problematische Situation begeben. Warum aber genau diese Menschen überhaupt in die menschenunwürdige Situation gekommen sind, indem sie nur noch mit den Lebensmitteln aus Containern überleben können, das blendet die CDU immer wieder gerne aus. Wobei ich mich schon länger frage, ob die CDU nicht selber schon ein paar Jährchen über ihrem eigenen Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.